Heute nochmal ein Rapsfeld von mir. Eins ist ja schon in meinem Kanal Künstlerstreich. Heute ein anderes, den Blick ein bisschen verändert, den Horizont verschoben und eben Regen in meinem Bild. Also das fand ich nämlich so schön. Ich meine, was gibt es gerade Schöneres, als übers Land zu gehen und sich die Rapsfelder anzuschauen. Und als ich da so stand, fing es an zu regnen. Zum Glück nicht bei mir, sondern weiter weg. Und das war natürlich eine tolle Stimmung und ich finde, so eine Stimmung ist immer schön, die auch wiedergeben zu können und zu wollen und eben mit dem Bild wieder einzufangen. Das wirst du heute in dem Video sehen. Es ist ganz simpel wieder mit der Handwaschbürste. Dadurch geht es quasi wie von selbst, also recht einfach. Und das Einfache finde ich immer besonders schön, weil dann macht es einfach auch viel, viel Spaß. Also dir heute viel Spaß mit dem Video. Und wenn du noch eine Frage hast, schau bitte in die Videobeschreibung unter das Video. Ja, und danke für dein Like und für dein Abo. Und jetzt viel Spaß und einen tollen Sonntag. Die Handwaschbürste, unser heutiges Werkzeug, das machst du erstmal nass. Ich habe hier Cyan und das gebe ich auf die Umverpackung von der Leinwand. Und dann teile ich mir hier 2/3 erstmal ab. Es ist wenig Farbe auf dem Werkzeug, also auf meinem Pinsel. Und ich verteile das einfach nach oben und ich kann mich jetzt hier so ein bisschen austoben. Also lass einfach die Streifen und Pinselspuren entstehen und verwische sie und hab einfach ein bisschen Spaß. Jetzt habe ich noch ein bisschen Weiß und Blau dazu genommen und ziehe die Farbe so runter. Ich denke mir schon so einen Regenhimmel. Also ich war viel spazieren und habe mir viele Rapsfelder angesehen von allen möglichen Ecken und Enden und denke mich da jetzt schon so langsam rein. Hier ziehe ich jetzt so ein dunkles Blau mit rein und verwische das einfach nochmal dazu. Die Farbe darf nicht zu nass sein, weil sonst nimmst du die andere Farbe wieder ab. Also ja, zieh die auch so runter. Guck mal, jetzt sieht das schon so aus, als würde der Regen da schon so runterprasseln. Und ich höre den Regen schon förmlich und rieche das Gras. Jetzt gebe ich hier das gleiche Blau. Ich schreibe das nochmal in die Beschreibung rein, welches Blau ich hier jetzt genommen habe. Verteile ich hier auch und du kannst einfach Blau nehmen, weil ich will ja ein gelbes Rapsfeld malen und das ist ja jetzt quasi die einfachste Farbmischung. Was passiert, wenn ich Gelb auf Blau gebe? Genau, das wird grün, aber ich will eben auch eine Tiefe erzeugen und deshalb fange ich hier einfach mit einem dunklen Blau an. Oh Mann, das sieht echt chaotisch aus, ne? Aber wenn ich jetzt hier den Horizont reinziehe, dann sieht es nämlich gleich wieder ganz anders aus. Also zumindest weiß ich es, dass es anders aussehen wird und dass ich sowieso wieder drüber malen werde. Und jetzt mische ich mir hier einfach nochmal ein Grün. Gebe da Weiß zu, ein bisschen Gelb zu dem Blau, dann wird es ja grün und ich arbeite also nur mit diesen wenigen Farbtönen und dadurch bleibt das Bild immer in sich auch harmonisch. Ich ziehe das hier einfach mit so einem kleinen Pinsel und verteile die Farbe.
Wie einfach, oder? Ich meine, siehst du, was passiert? Sieht doch aus wie Graslandschaft. Also mit der Handwaschbürste, also besser geht's doch gar nicht. Ganz einfach, einfach machen auch. Jetzt deute ich hier am Horizont ein paar Bäume an und das können einfach so ein paar Tupfen sein. Zieh so eine Spitze da rein und es ist alles nur so angedeutet. Also es muss auch gar nicht perfekt aussehen. Jetzt ziehe ich hier nochmal das Grün drauf und dann erhalte ich nochmal einen weiteren Farbton. Und ich weiß, wenn ich dann auch nochmal mit Gelb da drauf gehe, entsteht wieder ein Farbton. Und das können auch ganz viele Farbtöne nachher sein. Also dann sieht es auch lebendiger aus. Spachtel oder Malmesser eignet sich perfekt für so eine Kante. Das kannst du hier gut verwenden. Ich tupfe hier ganz langsam, lass mir Zeit. Ich lasse es so langsam entstehen, ne? Weil so, guck mal, ich entdecke hier eine Seenlandschaft und das inspiriert mich ja auch wieder. Also so kommen auch wieder neue Ideen. Ach Mensch, jetzt denke ich gerade, da kann ich auch mal ein Video zu machen, zu einer Seenlandschaft. Und ja, also so kannst du ganz langsam dich eben in deiner Landschaft bewegen. Ach ja, das war schön, hat Spaß gemacht und hier habe ich gerade gearbeitet. Das sind meine Werkzeuge.
Also es war toll, nochmal wieder so übers Land zu schauen und so die Impressionen auf die Leinwand zu bringen, auch wenn ich mich gerade freue, dass endlich die Sonne scheint, dass es endlich warm ist. Aber gerade wenn es warm ist, finde ich es nochmal schöner, wenn so ein Gewitter aufzieht und die Stimmung so da ist. Also ich liebe das einfach und ja, vielleicht inspiriert dich das. Ich hoffe, dass du jetzt auch zu deinen Farben greifst. Wenn dir das Video gefallen hat, bitte liken. Dankeschön und jetzt einen schönen Sonntag. Auf Seite 114 habe ich was über das Kornfeld geschrieben und da kannst du noch mal reingucken, weil ich denke, auch der Einführungstext, der passt, denn es geht ja auch immer darum, wie findest du deine Inspiration, ja, was malst du jetzt heute überhaupt und ja, das passt einfach. Also danke fürs Zuschauen und ganz, ganz vielen Dank für deinen Kommentar. Schön, dass ihr alle hier seid.